kleine Panzerkunde. Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3, Panzer 4. Habe ich euch fast alle hier schon einmal gezeigt in anderen Versionen von Kobi. Aber über den Panzer 1 haben wir noch gar nicht geredet. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, mit der 1 fängt man an. Deswegen sprechen wir heute über das Kobi-Set 2474 Anton. Wir sprechen über den Panzer 1 in der Ausführung A. Dieses Set ist aus 2019 und ja, wenn man über die deutsche Panzerentwicklung spricht, kommen wir an dem nicht vorbei. Ich lade euch jetzt ein, hier auf meinen Bautisch, dann schauen wir uns dieses 330 Steine schweres Set genauer an. Ja Freunde, wie versprochen hier auf dem Bautisch aus dem Hause Kobi, das Set 2474 Anton, der Panzer 1 in der Ausführung A. Und dann muss dieses Set natürlich in die Historical Collection World War II. 330 Steinchen schwer mit einer Minifigur, die daherkommt wie Captain Ahab mit einer Augenklappe. Und auch wieder typisch Kobi. Wir haben hier einige Kobi-Sets versteckt auf dem Kartondesign. Hier einen Panzer 38T, ein Sonderkfz 250 müsste das sein, sowie hier zwei Karasch. Habe ich euch sogar schon beide Versionen, die alte und die neue, vorgestellt. Schauen wir uns die Rückseite an dieses Sets. Wir haben hier wieder eine Sammelkarte. Wir sehen, dass das Set 15,6 cm lang wird und 7,5 cm hoch. 7,5 cm kennen wir bei deutschen Panzern ja. Und wir haben hier einen drehbaren Turm und die Luken lassen sich öffnen, sowie sogar ein kleiner Blick in den Motorraum. Darauf freue ich mich ganz besonders. Wir haben hier ein Originalfoto und die Fakten zum Fahrzeug bekommt ihr sowieso gleich auf den Infokarten. Und ich muss euch sagen, Freunde, jetzt nicht gleich wundern, wenn ich jetzt hier die Steine aus dem Karton zaubere, denn das mache ich nicht wirklich. Aber trotzdem lassen wir den Karton einmal fliegen. Ja, Freunde, da ist der Inhalt des Kartons nicht wirklich auf dem Bautisch gelandet, denn ich habe das Set neulich bei einem Konvolutkauf mit dabei gehabt. Das Set hier ist noch neu und verschlossen. Wir bauen aber hier die gebrauchte Version. Das hat mehrere Gründe. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wirklich, wie ist dieser Mythos, gebrauchte Kobi-Sets öfter aufbauen. Da mache ich für mich quasi eine kleine Fallstudie. Ich habe da auch unter dem letzten Video und auch unter diesem Video eine Umfrage verlinkt, den ihr in meinem Community-Tab findet. Interessiert mich einfach. Und wie gesagt, es wäre ja schade, hier dann den Karton aufzureißen. Das machen wir dann vielleicht zu später Stunde irgendwann einmal. Hier bauen wir jetzt die gebrauchte Version. Daher haben wir hier auch die Steine in Grau und Schwarz sortiert. Trotzdem schauen wir uns die Anleitung an. Wir sehen, dass das Set eine Altersempfehlung von ab 6 Jahren hat. Die Anleitung ist DIN A4 groß und klammergebunden. Und wir haben hier, sehen wir beim ersten Bauabschnitt, 6 Tüten theoretisch früher gehabt, während wir dann irgendwann zu einer Bautüte 2 kommen. Das kann ich euch sagen, da sehen wir es dann. 330 Steinchen, mehr sind es nicht. Aber ich möchte euch natürlich wie immer, für alle, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind und die noch nie mit Kobi gebaut haben, kurz die Anleitung erklären. Alle anderen hören einfach wie immer zu. Der erste Step ist immer farblich. Der zweite ist dann auch wieder farblich, weil er der aktuelle ist, während der erste Step davor dann ausgegraut ist. Also alles, was wir aktuell klemmen, ist immer farblich hervorgehoben und alles andere ist ausgegraut. Wir haben in diesen Rechtecken hier immer mit den runden Kanten die Steine, die wir brauchen. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben auch kleine Legenden, damit wir wissen, welchen Jumper benutzen wir. Hier zum Beispiel Nopper an der Seite oder in der Mitte und auch welchen Slope wir benutzen mit welchem Winkel. Anlegehilfen haben wir auch für Flat Tiles, damit wir sehen, wie lang sind sie. Man muss nicht unbedingt Noppen zählen, man kann einfach anlegen. Und wir haben auch, wie ihr vielleicht gesehen habt, keine Seitenzahlen. Kobi geht nach Bausteps durch und fertig sind wir dann nach 50 Bausteps, wenn wir den Panzerturm auf die Panzerwanne zusammenstecken, quasi die Hochzeit. Ja, ich bin sehr gespannt, auch immer gespannt hier auf die letzten Seiten, denn da gibt es immer richtig schöne Produktempfehlungen zu alten Sets, die damals aktuell waren. Ich kann euch sagen, ich habe alle Sets hier schon mal gebaut oder in meiner Sammlung. Schaut einfach hier oben auf dem i, da findet ihr meine Kobi-Playlist.
Da findet ihr das ein oder andere Set und was noch nicht gebaut wurde, landet dann auch da. Denn ihr wisst ja, ich würde ganz gerne, wenn es geht, ein kleiner Wunsch, alle Kobi-Sets für euch mal klemmen. Aber erstmal klemmen wir jetzt hier unseren Panzer 1. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und wie schon im Intro versprochen, sprechen wir heute über den Panzerkampfwagen 1, den Panzer 1. Dieser war ein leichter Panzer, der in den 1930er Jahren in Deutschland entwickelt wurde und eine entscheidende Rolle in den Anfangsjahren des Zweiten Weltkriegs spielte. Dieses Fahrzeug symbolisiert den Beginn der deutschen Panzerwaffe und markiert einen kritischen Punkt in der militärischen Fahrzeugentwicklung vor und während des Krieges. Die Entwicklung des Panzerkampfwagen 1 begann im Geheimen im Jahr 1934. Trotz des Versailler Vertrages, der Deutschland den Bau und Besitz von Panzern strikt untersagte. Der ursprüngliche Zweck des Panzers war es, Erfahrungen im Panzerbau und in der Panzertaktik zu sammeln. Das Fahrzeug war nicht als Frontlinienkampffahrzeug gedacht, sondern diente hauptsächlich als Schulungsfahrzeug für Besatzungen und zur Erprobung von Konzepten für künftige Panzerentwicklung. Technisch gesehen war der Panzer 1 relativ bescheiden ausgestattet. Er wog etwa 5,4 Tonnen und wurde mit einem 60 PS Benzinmotor angetrieben, der ihn eine Höchstgeschwindigkeit von rund 37 km/h ermöglichte. Seine Bewaffnung bestand aus zwei 7,92 mm MG13 Maschinengewehren und die Panzerung war dünn, maximal 13 mm, was ihn nur gegen leichte Infanteriewaffen schützen konnte. Panzerbüchsen waren ihm gefährlich. Insgesamt wurden zwischen 1934 und 1937 etwa 1450 Einheiten des Panzer 1 produziert. Sein Kampfdebüt hatte der Panzer 1 während des Spanischen Bürgerkriegs von 1936 bis 1939, wo er von den nationalistischen Truppen unter der Führung von General Francisco Franco eingesetzt wurde. Dieser Konflikt diente auch als Testfeld für viele Technologien, die später im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden. Die Erfahrungen zeigten jedoch schnell die Begrenzung des Panzer 1, insbesondere seine schwache Bewaffnung und Panzerung. Trotz seiner Schwächen spielte der Panzer 1 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine signifikante Rolle in den frühen Blitzkrieg-Operationen. Er war beteiligt an der Invasion Polens 1939, Norwegens und Frankreichs 1940. Diese Einsätze verdeutlichten allerdings weiterhin die Notwendigkeit stärkerer und effektiverer Panzerdesigns. Faktisch hat der Panzerkampfwagen 1 der Wehrmacht als Exerzierpanzer und zur Ausbildung in den Panzerfahrschulen wertvollere Dienste als im Feld geleistet. Denn nur mit dieser kostengünstigen Lösung war es Deutschland in der Zwischenkriegszeit möglich gewesen, so schnell relativ große Panzerverbände aufzubauen und diese taktisch zu schulen. Mit dem Aufkommen leistungsfähigerer deutscher Panzer wie dem Panzer III und Panzer IV sowie den sowjetischen T-34 und den amerikanischen M4 Sherman wurde der Panzer 1 schnell in sekundäre Rollen gedrängt. Viele wurden zu Munitions- oder Versorgungstransportern umgebaut oder dienten als Basis für andere Fahrzeuge wie den Panzerjäger 1, den Geschützwagen 1 sowie zum Beispiel den Flakpanzer 1. Obwohl der Panzer 1 technologisch von seinen Nachteilen übertroffen wurde, bleibt seine Rolle als Lehrmeister für die deutsche Panzertruppe und als Testfahrzeug für die frühen Theorien des gepanzerten Krieges von historischer Bedeutung. Seine Entwicklung und der Einsatz im Kampf trugen dazu bei, die Grundlage für die spätere deutsche Panzertaktik zu legen und lehrten wichtige Lektionen, die in den nächsten Generationen von Panzerfahrzeugen einflossen und das sogar bis heute. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zum Panzer 1. Somit habe ich jetzt hier über den Panzer 1, 2, 3, 4, 5 und sogar 6 auf meinem Kanal schon gesprochen. Wir haben also quasi die große deutsche Panzerfamilie vollgemacht. Nichtsdestotrotz verspreche ich euch, wird es noch das ein oder andere Video zu Panzer 1, 2, 3, 4 und wie sie alle heißen hier geben. Denn Kobi liefert ja immer einen neuen Nachschub. Andere Klemmbausteinhersteller haben auch diese Modelle im Einsatz. Und auch ich feile gerne nochmal an den Fakten. Denn die sind nicht immer perfekt. Ich bin leider kein Historiker. Ich hätte in der Schule mehr aufpassen sollen. Ich möchte aber, dass ihr jetzt aufpasst beim Klemmbaustein-Review unseres Panzer 1 aus dem Hause Kobi. Viel Spaß dabei. Ja, Freunde, da steht unser Kobi-Set 2474 Anton, der Panzer 1 in der Ausführung A. 330 Steinchen aus dem Hause Kobi auf den Bautisch, während ihr rechts daneben den Panzer 1 in der Ausführung A auch mit 330 Steinchen seht. Nur hier das Set 2534, beides Panzer 1 Ausführung A.
Damit es aber schön kompliziert wird, möchte ich euch mal den ersten Panzer 1 von Kobi zeigen. Das ist nämlich die 2474. Das ist auch ein Panzer 1 aus 2016, nur hier haben wir dann den Typen B. Es ist etwas lustig, typisch Kobi, man kann es ja auch kompliziert machen. 2016 haben wir den Typen B und dann 2019 mit dem Set, was ich euch heute zeige, und 2020 mit der 2534 haben wir dann den Panzer 1 Ausführung A. Also das Set mit A ist eigentlich ein B. Ja, Kobi, wie es leibt und lebt. Kurzer Hinweis, warum Typ A und Typ B. Die Typ A-Version hat den 57 PS Motor bzw. 60 PS. Ich habe da zwei verschiedene Quellenangaben. Und der Typ B hat einen 100 PS Motor. Alle Panzer 1 haben die Kennung, typisch deutsch, eine Abkürzung, Sonder-Kfz, und zwar die 101 kennt ihr. Also wir haben seit 2016 bei Kobi Panzer 1 gehabt, 2019 diese hier, 2020 die aktuelle. Die zeige ich euch aber später nochmal in einem anderen Review. Ich wollte es jetzt nur mal hier beipacken, denn es passt ja thematisch. Deswegen schieben wir ihn mal an die Seite. Er ist hier heute nicht unser Highlight, sondern das ist hier unsere 2474 Anton. Eine Minifigur, die zeige ich euch zuerst, weil die finde ich ziemlich cool. Sie guckt so böse daher. Sie könnte halt auch unabhängig von einem Wehrmachtssoldaten der Villain, der Bösewicht in jedem Actionfilm sein. Diese typische Panzeruniform der in Anführungszeichen frühen Kobi-Jahre, auch wenn dieses Set aus 2019 ist. Wir haben hier unsere Pistole und wir haben dieses Barett, was ja typisch für den Polenfeldzug war, diese übergroße Panzermütze. Eine coole Figur mit vielen bedruckten Emblems und Applikationen. Rückseite nicht bedruckt und hier haben wir auch noch keine Schuhe. Ich möchte noch etwas sagen zur Anleitung, die ich euch ja immer mittlerweile bei den Videos verlinke. Müsst ihr gucken, unten in der Videobeschreibung, da gibt es alles zum Set, Größe, Einstandspreis und halt auch, sofern Kobi sie online hat, die PDF-Bauanleitung. Denn ich muss sagen, diese älteren Anleitungen sind, wenn es um das Grau geht, irgendwie besser zu lesen. Vielleicht könnt ihr euch an das Review erinnern vom aktuellen Tiger 1 im Wintertarn. Da habe ich manchmal meine Schwierigkeiten gehabt, dieses Hellgrau vom Metallic-Steinen oder Weiß zu erkennen. Hier auf diesem älteren Render-Modellen von Kobi, so nenne ich es mal, kann man es besser erkennen im Vergleich zum Hintergrund. Das gefällt mir ziemlich gut, auch wenn sonst die Ränder etwas, ja, nicht ganz so gut aussehen. Da sind die neueren Anleitungen schon näher an den Modellen. Wenn ihr nicht wisst, über welches Review ich rede, schaut einfach oben auf dem i, auf der Kobi-Playlist beziehungsweise auf meinem Kanal. Da gibt es eine ganze Menge Reviews zu Kobi. Wir marschieren so langsam auf die 200 zu. Wenn man die Shorts mal mitnimmt, sind wir vielleicht sogar schon drüber. Das weiß ich nicht so ganz genau. Aber es lohnt sich wirklich hier auf meinem Kanal ruhig mal die Videos sich anzuschauen, die schon älter sind. Also klickt ruhig mal bei der Videoübersicht auf älteste oder beliebteste und schaut euch gerne mal meine älteren Videos an. Die sind, was die Fakten angeht, immer relativ gut. Natürlich entwickle ich mich weiter und ich möchte schon sagen, dass meine älteren Videos auch qualitativitätsmäßig von der Video- und Tonqualität nicht so gut sind, aber ich denke mal, um einen Einblick zu bekommen über Kobi, und ich möchte hier gerne euch einen Eindruck für Kobi vermitteln und es begeistern, da sind diese alten Videos nicht schlecht. So, jetzt habe ich oft genug diese Anleitung in die Kamera gehalten. Jetzt können wir uns auch unseren Panzer 1 anschauen. Wichtig noch ist, ich habe vom lieben Maurice auf meinem Discord, der Link zum Discord findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, ein paar Ersatzsteine mir besorgt. Wir bei uns auf dem Discord, wir tauschen ab und zu mal Kobi-Steine. Ich mache demnächst mal ein Video, wie man an Kobi-Steine kommt, denn es ist ja nicht immer so einfach, an Kobi-Steine zu kommen. Bei uns auf dem Discord, wie gesagt, tauschen wir immer. Das ist immer eine coole Sache, weil mir hier bei diesem Set nämlich Steine kaputt gegangen sind. Ich habe jetzt hier exemplarisch einen mal rausgeholt, ein Cyclem. Das ist aber eine typische Kobi-Krankheit, die können brechen. Und hier haben wir halt ein etwas älteres Set. Wir sind hier in der Rede von 5 Jahren. Da ja, gehen diese Cyclems kaputt. Die kriegen bei Kobi ja eh schon, sage ich mal, im Normalbetrieb Stressmarken. Und wo brauchen wir diese Steine? Ja, die brauchen wir hier unten bei diesen Kettenspannern.
Die müssen nämlich auf diese Achsaufnahmen und die sind ja oben eh gespreizt und das mögen diese C-Claims nicht. Gucken wir uns aber das Fahrzeug an. Ganz cool, wir haben eine Luke, wo wir eine Minifigur reinstellen können. Haben wir gerade gesehen. Wir haben noch eine Luke, wo wir hier eine bedruckte Plate haben für den Motor. Das ist ziemlich cool. Wir haben hinten ein Balkenkreuz gedruckt auf einen Slope. Wir haben hier ein 2x2 Teil mit diesen Nieten. Das ist ganz gut. Sonst ist das hier ein bisschen ein nicht so schönes Heck im Vergleich zum Beispiel zu dem Set der neueren Version. Dann haben wir hier so Tubes, das gefällt mir auch ganz gut. Wir haben diesen typischen schwarzen Kasten von Kobi, sehr solide. Das hat echt Spaß gemacht zu bauen. Ich zeige euch gleich noch meine Anleitung, wenn man einfach gleich hier schön mit großen Bricks hantiert, das gefällt mir. Dann diesen Spanner, wie gesagt, da ist mir so ein C-Claim kaputt gegangen. Und dann den Turm, beziehungsweise hier vorne auch nochmal solche Anhängerkupplungen. Da seht ihr auch so, und der hat schon hier vorne so ein bisschen eine Stressmarke. Ja, das ist bei Kobi, bei älteren Steinen, bei manchen Funktionssteinen nicht wirklich ganz so gut. Schöne Drucke, ich habe es euch gesagt. Unterschied übrigens zur Version aus 2016, jetzt mache ich es wieder kompliziert, zur 247 Anton ist, dass wir hier zum Beispiel dann gebaute Steine haben und nicht wie hier so schöne Eck-Slopes. Hier haben wir auch schöne Luke, hier unten auch schön abgerundet und dann hier von der anderen Seite das gleiche. Ich kann hier nicht wirklich viel meckern und viel sagen, außer dass die Kette ganz gut läuft. Es hat Spaß gemacht zu bauen, ist ein kleiner Snack für zwischendurch, wenn ihr ihn bekommen könnt, und ihr bekommt ihn teilweise, wenn ihr Glück habt, noch irgendwo gebraucht mit Verpackung. Wenn ihr ganz viel Glück habt, gibt es ihn auch noch irgendwo neu bei eBay oder zum Beispiel halt bei Gebrauchtwagen. Nicht Gebrauchtwagen, wobei das ja auch ein Wagen ist, aber Gebrauchtwarenhändler, was Kobi angeht. Ich verlinke euch ja immer meinen Partnershop bzw. meine Freunde von buildandbricks.de hier unten, auch unten in der Videobeschreibung, und kann sein, dass sie den auch da haben, weiß ich aber nicht. Es ist auf jeden Fall ein cooles Fahrzeug, was in meine Sammlung gehört, und ich kann euch sagen, ich finde, wenn ihr Kobi-Sammler seid, und es gibt ja viele, die dann deutsche Fahrzeuge sammeln, dann muss man auch mit dem Panzer 1 anfangen, wenn man sich den Panther oder Tiger und so weiter ins Regal stellen will, weil es hat eine gute, ja, ist halt der Anfang der Kette. Ich habe es in den Fakten gesagt, wenn wir über die Panzerwaffe in der Vergangenheit oder als Ursprung in Deutschland bis heute sprechen, da ist der Panzer 1 halt einer der Urgroßväter. Ja, ihr bekommt jetzt noch einmal ein paar Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen, an dieser Stelle bekommt ihr Detailbilder hier in der 360° Bewegtbildform. Einfach, damit ihr euch selber nochmal einen Eindruck von diesem frühen Kobi-Set machen könnt. Früh natürlich in Relation zur Darstellung des Panzer 1. Und der Panzer 1 ist auch das Stichwort, gerade in Bezug auf Kobi, denn ich finde, er könnte die Grundlage sein für viele coole Mocks, und ich habe da zwei Versionen im Hintergrund, im Kopf, nämlich einmal den Sturmpanzer 1, den Bison, sowie den Panzerjäger 1. Alles Fahrzeuge, die relativ leicht aus dem Grundgestell des Panzer 1 zu mocken sein sollten, dann allerdings nicht aus dieser Version, sondern aus der aktuellen Version, die ich euch später nochmal in einem Video vorstellen möchte. Und wie ihr mich kennt, ihr habt es vielleicht gesehen bei den Mocks vom lieben Andreas Frekel, kann ich euch nur ans Herz legen, in meiner Kobi-Playlist die Schiffe aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, möchte ich auch versuchen, wenn ich Mocks erstelle, für euch Bauanleitungen zu generieren. Findet ihr zum Beispiel aktuell, wie gesagt, von den Schiffen von Andreas bei mir auf dem Discord. Links zum Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie auch alle möglichen Affiliate-Links, mit denen ihr meinen Kanal unterstützen könnt. Oder noch besser, werdet doch einfach Mitglied. Dann kriegt ihr immer einige Videos eher zu sehen als die normale Zuschauerschaft. Trotzdem bleibt natürlich die Leistung von mir hier für euch für alle Gruppen gleich, denn so oder so sind wir eine große, coole Community, und ich freue mich über jeden View, jeden Kommentar und jeden Daumen hoch. Vielen lieben Dank dafür an euch alle da draußen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass Kobi dieser Tage einen neuen Tiger 1 auf den Markt bringt. Aber wenn wir beim Thema 1 sind, kommen wir hier beim Panzer 1 natürlich nicht vorbei. Ich habe es euch gesagt, das ist halt ein Panzer, den ich euch mal vorstellen musste, gerade wenn ich euch hier immer historische Fakten liefere und Kobi hier halt ein Hersteller ist, der solche Modelle im Programm hat.
Ich weiß, dass diese Kobi Classic Serie bei mir nicht so heiß geklickt wird. Dafür ist Kobi eine zu kleine Nischenmarke und dann natürlich auch die militärischen Sets und gerade ältere Sets dann nicht so im Fokus. Mein Algorithmus zeigt mir da immer den Stinkefinger. Würde mich aber freuen, wenn ihr mir helft, da ein bisschen gegenzuarbeiten, indem ihr vielleicht euren Kobi-Freunden, die sich ein bisschen damit auskennen oder auch tiefer vielleicht wie ihr, wie du, wie ich, in die Materie Kobi einsteigen möchten, wenn ihr diesen Videos den Leuten teilt und zeigt. Wenn ihr vielleicht in eurem Freundeskreis sagt, schaut mal, damals gab es schon 2018, 2019 dieses oder jenes Set. Und hier auf dem Panzer 1 habe ich euch ja schon versprochen, und ihr habt es ja auch in diesem Video schon gesehen, wird auch nochmal eine Review des aktuellen Panzer 1 folgen. Ja, Freunde, ich sage vielen lieben Dank. Schaut gerne für alles rund um das Set und Bezugsquellen unten in der Videobeschreibung. Und dann verbleibe ich wie immer bei einem Fahrzeug. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bleibt gesund, klemmt was Schönes. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.